Wenn wir nämlich akzeptieren können und annehmen können, dass unser Kind traurig ist, dass es vermisst, dass es weint und zwar richtig weint, wenn wir das annehmen können, einfach so und beim Weinen dabei sein können und halten können und Nähe geben können und Trost geben können und das mit bedauern können, dann ist das für eure Beziehung mega günstig und es ist vor allem für deine Tochter unglaublich heilsam. Hallo meine Liebe, schön, dass du heute wieder hier bist bei einer meiner Q&A-Episoden. In diesen speziellen Folgen beantworte ich eine Frage aus meinem Mentoring-Programm Gemeinsam wachsen, in dem Mamas im Coaching ihre persönlichen Herausforderungen im Alltag mit ihrem Kind mit und in der Community teilen und von mir Klarheit, Bewusstsein und natürlich Impulse und Anregungen zur Konfliktlösung bekommen. Ich freue mich, dass ich dir hier im Podcast meine Werkzeuge, Einblicke und Reflexionsfragen an die Hand geben kann, damit du und dein Kind an den Herausforderungen und den Konflikten, die ganz natürlich in jedem Familienalltag sind, gemeinsam wachsen könnt. Wie immer geht es hier um Prinzipien der bewussten Elternschaft. Das heißt, es geht um achtsame, bewusste Kommunikation, authentische Verbindungen und das Loslassen von alten Verhaltens-, Denk- und Sprachmustern. Wenn dir das Thema heute gefällt und du mehr über gemeinsam wachsen erfahren möchtest, findest du wie immer weitere Infos dazu in den Shownotes. Wie gewohnt lese ich dir jetzt erst einmal die Frage der Mama aus der Community vor und dann geht es auch schon direkt los. Ich wünsche dir ganz viele Erkenntnisse, Klarheit, Bewusstsein und vor allem Freude bei dieser Episode. Los geht's! Liebe Manuela, wir haben gerade das Problem mit unserer Tochter, dass sie unbedingt ihren Schnuller wieder haben möchte. Sie hat ihn vor circa 2 Wochen freiwillig abgegeben und es klappt auch alles sehr gut. Seit 2 Abenden ist es aber richtig schlimm geworden. Sie weint bitterlich, wenn sie schlafen soll und sagt dann immer, dass sie ihn haben will. Ich bin da ehrlich gesagt sehr froh drum, dass sie ihn abgegeben hat und möchte ihn ihr nicht mehr zurückgeben. Sie hat ihn das Schnullerfee abgegeben und dafür eine Puppe bekommen. Wie kann ich ihr helfen, dass sie ihn nicht mehr so sehr vermisst? Coole Frage. Mich würde jetzt interessieren, wie es sich momentan ergeben hat, denn du hast mir die Frage gestellt, ja, vor ein paar Tagen ist es immer noch so. Das ist das eine. Das zweite, sie darf ihn vermissen. Und zwar so richtig. Der Schnuller, er hat so eine wichtige Bedeutung für Kinder. Es ist so ein Trost und ein Ersatz und eine Beruhigung. Manche sagen auch, es ist ein Kontrollmechanismus, um die eigentlichen Emotionen nicht zu spüren und nicht fließen zu lassen. Der Schnuller ist ein großes Ding für Kinder und jetzt ist er weg. Und sie vermisst ihn und sie darf ihn vermissen. Was spannend ist, ist, dass dieses Vermissen was mit dir macht. Und das ist die Entdeckungsreise. Wie war es für dich, wenn du was vermisst hast als Kind? Wie sind deine Eltern damit umgegangen? Wenn wir nämlich akzeptieren können und annehmen können, dass unser Kind traurig ist, dass es vermisst, dass es weint und zwar richtig weint, wenn wir das annehmen können, einfach so und beim Weinen dabei sein können und halten können und Nähe geben können und Trost geben können und das mit bedauern können, dann ist das für eure Beziehung mega günstig und es ist vor allem für deine Tochter unglaublich heilsam. Also die Erinnerung daran, dass Weinen gut ist, Bedauern gut ist, traurig sein gut ist und dass es sehr gut ist, wenn sie nicht abgelenkt wird oder wenn man ihr jetzt in irgendeiner Form, was weiß ich, Sätze sagt, die nicht förderlich sind, wie brauchst nicht so traurig zu sein und morgen ist schon wieder besser, sondern wenn sie so sein darf, wenn sie es bedauern und traurig sein darf. Wir sollten wirklich weinende Kinder so lange weinen lassen, bis sie fertig sind mit Weinen. Und manchmal dauert das Weinen mehrere Wochen, vielleicht nur ein paar Tage, manchmal nur ein paar Stunden. Wenn wir das einfach so stehen lassen können, dann ist irgendwann gut.
dann ist sie irgendwann über diesen Punkt drüber, dass sie es für sich annehmen kann. Dann hat sie quasi diesen Schritt gemacht und kann sagen, okay, jetzt habe ich viel bedauert, jetzt geht es mir wieder gut. Und ich habe immer beim Weinen jemanden gehabt, der bei mir war. Da war immer jemand, der hat mich in den Arm genommen und hat mit mir das bedauert. Der hat mich begleitet bei diesem Weinen. Und das ist sehr, sehr heilsam. Das sind sehr wichtige Erfahrungen für Kinder, weil wir nämlich dann eben nicht Erwachsene großziehen, die mit Trauer nicht zurechtkommen, sondern wir haben eine Trauerbegleitung gemacht. Und bei uns Erwachsenen ist es ja meistens so, dass wir gar nicht mehr weinen können, dass wir uns nicht trauen zu weinen, dass wir das runterschlucken, dass wir schlechte Laune haben und wütend werden, weil eigentlich dahinter Trauer steckt. Liegt alles daran, dass wir das Trauern nicht haben trauern können. Von daher, lass sie ihn vermissen im Sinne von, lass sie bedauern. Sei dabei, wenn sie weint, gib ihr den Halt, den sie braucht und schau, wie es sich ergibt. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meine Newsletter oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Wenn auch du mal eine Frage stellen möchtest, dann komm am besten auf meine Warteliste von Gemeinsam wachsen, meinem 12-wöchigen Mentoring-Programm von der Wut zu Respekt und liebevollen Eltern-Kind-Kommunikation. Das findest du unter sprachzeichen.de/gemeinsam-wachsen-Warteliste. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Kommentar und natürlich, wenn du die Folge bei deinen Freunden und Freundinnen teilst und meinen Podcast abonnierst. Jetzt wünsche ich dir aber alles Gute. Wir hören uns sicherlich bald. Viele liebe Grüße. Ciao, ciao.